Der Standort Dummersdorf ist ja schon seit vielen Jahren ein Standort, der mit Landwirtschaft und mit Wissenschaft zu tun hat. Hier ist neben dem Gut Dummersdorf auch die Landesforschungsanstalt ansässig. Das FBN, das Leibniz-Institut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere, ist hier ansässig. Seit Kaisers Zeiten wird ja Forschung und Landwirtschaft betrieben. Und wir sind hier seit dem Jahre 1999 ansässig. Die Idee ist damals von unserem Landwirtschaftsminister Dr. Backhaus gekommen und der hat sich an die Landgesellschaft gewandt, dass hier ein Landwirtschaftsbetrieb installiert wird, der als Praxisbetrieb für die Forschungseinrichtung des Landes, aber auch darüber hinaus ansässig ist. Denn es macht ja sehr viel Sinn, Forschungsansätze nicht nur in Laboreinheiten zu prüfen, sondern auch in Praxisbetrieben. Hinzu kam auch, dass viele auch mal Ideen haben, wie man Landwirtschaft verändern kann. Diese Ideen können aus der Politik kommen, die können aus der Gesellschaft kommen. Und dann möchte man das vielleicht auch mal ausprobieren, bevor man das in Verordnungstexte gibt. Und vor dem Hintergrund hat man gesagt, möchten wir hier auch ein Gut schaffen, was auch für Politikberatung ist. Wir arbeiten hier auf gut 1000 Hektar, haben Milchviehhaltung und haben auch eine Biogasanlage. Wir wirtschaften an 3 Standorten. 600 Hektar haben wir hier am Standort Dummersdorf. Wir haben noch 200 Hektar 10 Kilometer Luftlinie am Standort Nieks und nochmal gut 200 Hektar am Standort Groß-Lüsewitz. Diese Flächen bewirtschaften wir mit 13 Kollegen. Davon sind 3 im Ackerbau tätig, 3 in der Verwaltung. Die restlichen Kollegen beschäftigen sich dann in der Milchviehhaltung. Der Standort, die baulichen Einrichtungen sind an sich die, wie wir sie in jedem Milchviehhaltungsbetrieb finden. Wir haben Milchviehställe, wir haben Jungviehställe, Trockenkehrstall, die Fahrsiloanlagen, die dazugehören. Wir haben seit 2006 auch eine Biogasanlage, mit der wir uns beheizen, aber auch benachbarte Forschungseinrichtungen mit Wärme versorgen. Ja, wir haben denn 2002, ziemlich am Anfang unserer Gutsgeschichte, hier den Milchviehstall neu gebaut und halten jetzt hier gut 410 Milchkühe plus Nachzucht. Wir sind ja an sich immer angehalten, quasi als Landesversuchsgut technikmäßig und baumäßig immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Das passiert immer wieder mal. Man muss natürlich auch gucken, dass wir ein normaler Landwirtschaftsbetrieb sind, der sein finanzielles Leistungsvermögen auch selbst erarbeiten muss. Also wir arbeiten hier nicht mit Zuschüssen und Fördergeldern des Landes, sondern wir müssen das selbst erwirtschaften. Demzufolge kann man solche Investitionen immer nur in Sprüngen machen. Wir haben gerade im letzten Jahr doch einiges Neues angeschafft. Das eine ist, dass wir hier einen emissionsmindernden Fußboden eingebaut haben. Das ist im Rahmen eines Forschungsprojektes in Zusammenarbeit mit dem KTBL und dem Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam-Bornim passiert. Und gleich im Anschluss daran haben wir unsere Melktechnik aktualisiert, modernisiert. Nach 20 Jahren hat die ihre Pflicht und Schuldigkeit getan und wir sind hier mit einem sehr modernen und sehr neuen automatischen Melksystem an den Start gegangen. Wir befinden uns hier in unserem Milchviehstall, gebaut im Jahre 2000 und erweitert im Jahre 2005. Der Milchviehstall ist 34 Meter breit und ca. 100 Meter lang. Ursprünglich wurde in diesem Milchviehstall ein ganz normaler, üblicher, planbefestigter Asphaltfußboden eingebaut. Dieser Asphaltfußboden wurde 2019 durch einen emissionsmindernden Fußboden ersetzt. Dieser emissionsmindernde Fußboden wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes bei uns eingebaut, um zu erforschen, inwiefern dieser Fußboden oder dieses Fußbodensystem vielmehr zu den Emissionsminderungen in der Landwirtschaft beitragen kann. Es besteht aus verschiedenen Komponenten. Wir mussten ursprünglich den alten Fußboden komplett abbrechen, also ausbauen, eine neue Betonsohle gießen und auf diese Betonsohle Kunststoffplatten aufkleben mit einem speziellen Klebermörtel. Auf diese Kunststoffplatten wurden dann Fußbodengummis aufgeschraubt und diese verschiedenen Komponenten sollen den Effekt haben, dass im Prinzip Kot und Harn voneinander getrennt werden und damit weniger Ammoniakemissionen geschehen. Inwiefern diese Ammoniakemissionen wirklich eintreten, das wird momentan über das ATB bzw. noch andere landwirtschaftliche Forschungseinrichtungen getestet. Erste Ergebnisse werden wahrscheinlich im Jahre 2022 dann erwartet. Wir wurden ausgewählt, diesen Fußboden einzubauen, weil schon seit ganz vielen Jahren hier Stallklimamessungen unternommen werden. Sprich, es gibt von diesem Stall Nullwerte, gegen die man im Prinzip testen kann. Und damit hat man nachher einen guten Vergleich, inwiefern dieses Fußbodensystem, was in der Literatur ca. 40% Emissionsminderung verspricht, wirklich diese 40% halten kann oder eben nicht.
Kot und Hahn wird in dem Sinne getrennt, dass der Kot im Prinzip auf der Oberfläche liegen bleibt und der Hahn in den speziellen Rinnen, die sich durch das aufgeschraubte Gummi ergeben, sammelt. Und durch diese Phasentrennung im Prinzip hat man nicht mehr diese Lachenbildung wie auf einem normalen Gussasphaltboden. Der Kot und Hahn wird im Prinzip während des Abschiebevorgangs wieder gesammelt und wird dann in den Abwurfschacht abgeschoben. Sprich, wir verhindern im Prinzip diese Lachenbildung, aber im Endeffekt in der Sammelgrube bzw. im Abwurfschacht nachher kommen Kot und Hahn wieder zusammen. Bloß, wie gesagt, die Oberfläche ist halt minimiert. Ja, im Zuge des Fußbodenumbaus haben wir uns dazu entschieden, auch in neue Melktechnik zu investieren. Grund dafür war, dass unser Melkstand, der bis dato gelaufen ist, das war ein Doppel-12er Fischgräten-Melkstand, schon gute 20 Jahre alt war und dementsprechend auch Reparatur- bzw. Überholungsbedarf hatte. Und einfach um der Rolle auch als Lehr- und Versuchsgut gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, in automatische Melksysteme zu investieren. Nach den Ausschreibungen sind es dann DeLaval-Roboter geworden. Das sind die V300-Systeme von DeLaval. Das waren zu dem Zeitpunkt, sprich 2019, waren das die neuesten Maschinen, die man überhaupt am Markt erwerben konnte. Und für diese Technik haben wir uns entschieden. Weiterhin war entscheidend für uns, dass wir unsere Mitarbeiter, die wir haben, einfach auch von der körperlich schweren Melkarbeit entlasten wollen. Es war bis dato so, dass wir 3-mal täglich gemolken haben, alle 8 Stunden. Und ja, das wird jetzt in der Hauptsache durch die Melkroboter übernommen. Weiterhin war ausschlaggebend, dass wir einen im Prinzip mittleren Tierbestand haben für unsere Verhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben hier im Milchviehstall 332 Kuhplätze, die sind auch belegt. Und das entspricht sozusagen der mittleren Größenordnung von tierhaltenden Betrieben in unserem oder von kuhhaltenden Betrieben in unserem Land. Diese Art Betriebe haben noch nicht wirklich in Robotertechnik investiert. Melkroboter waren bis dato immer für Familienbetriebe interessanter, sprich Herdengrößen von 80 bis 120 Kühen. Um allein hierfür einmal beispielgebend zu sein oder auch Erfahrungen zu sammeln, die wir an andere Landwirtschaftsbetriebe weitergeben können, haben wir uns für diese Melktechnik entschieden. Hier befinden wir uns an einem unserer 6 Melkroboter. Das ist das System V300 der Firma DeLaval. Dieser Roboter zeichnet sich im Prinzip durch seine neuartige 3D-Kamera aus. Die befindet sich hier unten. Diese Kamera ist sehr innovativ, da sie in der Lage ist, alle Euter permanent neu zu vermessen. Das heißt also, die Roboter müssen nicht mehr geteacht werden, wie es früher der Fall gewesen ist. Dieser Roboter erkennt permanent neu, welche Kuh welche Strichstellung hat und führt jeden Melkbecher einzeln an den entsprechenden Sitzenstrich der Kuh. Jeder Roboter in unserem Betrieb verfügt über einen Bildschirm. Auf diesem Bildschirm kann man erkennen, wie viele Tiere sich im Stall befinden, wie viele Tiere ein Melkanrecht haben und wie viele Tiere bereits mit ihrem Melkprozess überfällig sind. Weiterhin erhalten wir einen guten Überblick über unsere tägliche Milchleistung, die 7-tägige Milchleistung sowie die Gesamtmilchleistung. Dieser Roboter zeigt uns im Prinzip, welche Kuh welche Probleme hat und das ermöglicht uns Probleme wie zum Beispiel Euterprobleme etc. frühzeitig zu erkennen. Momentan kommen wir auf ca. 2,3 bis 2,5 Melkungen. Das ist unterschiedlich zu den Tiergruppen. Wir streben aber ca. 2,7 bis 2,8 Melkungen pro Tier an. Sprich, wir haben diesbezüglich noch Steigerungsmöglichkeiten und auch Steigerungspotenzial. Die Milchleistung momentan liegt bei ca. 11.400 Kilogramm, womit wir uns auch im vorderen Drittel im Landesdurchschnitt bewegen. Anfangs war es doch recht schwierig, die Tiere daran zu gewöhnen. Mittlerweile kann man aber sagen, dass sich ein Großteil, sprich 85 bis 90% der Tiere daran gewöhnt haben, an die Melkroboter zu gehen und dies auch regelmäßig tun. In der Milchproduktion sind bei uns 8 Arbeitskräfte beschäftigt, volle Arbeitskräfte. Da ist aber schon der Herdenmanager mit impliziert, sowie der Fütterer. Dann haben wir einen Springer beschäftigt und die anderen 5 Personen sind in der Reinproduktion beschäftigt. Die Milch liefern wir an die Molkerei DMK nach Alten Treptow, sprich 100 Kilometer östlich von hier.